Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal werde ich euch mal zeigen, wie ihr selber beleuchtete Gartenstecker in Libellenform basteln könnt. Für meinen Gartenstecker in Libellenform werde ich jetzt diesen rosafarbenen Bindedraht verwenden. Ihr könnt aber auch genauso gut dafür eine andere Farbe auswählen. Das bleibt jetzt hier wirklich jedem selbst überlassen, welche Farbe er halt letzten Endes besser findet. Ja, und ich werde jetzt mit diesem Draht mal die Grundform ausformen. Bedeutet, ich knicke den Draht jetzt ein paar Mal und entscheide jetzt auch schon an dieser Stelle, wie lang soll denn die Libelle letzten Endes auch mal werden, beziehungsweise wie groß. Ich habe das jetzt hier schon mal einmal geknickt, meinen Draht. Jetzt knicke ich den nochmal zurecht. Ich werde auch gleich mal die Perspektive für euch wechseln. Jetzt haben wir hier dreimal Draht. Knick den nochmal. Ich denke, ich werde das Ganze jetzt noch, ja, sagen wir mal noch mal zweimal zurechtknicken. Ich achte jetzt auch ein bisschen mal darauf, dass die Enden hier so einigermaßen gleichmäßig abschließen. Das muss aber jetzt hier wirklich noch nicht zu 100% der Fall sein. So, nochmal knicken. Jetzt schaue ich mal, hat das jetzt hier schon eine ganz gute Struktur. Ist jetzt in meinem Fall auf jeden Fall schon mal der Fall. Und nun beginne ich damit und umwickel meinen Bindedraht. Also hier dieses geknickte, damit das schon mal, ich sag mal, ein bisschen stabiler gleich ist. Könnt ihr jetzt erstmal so grob umwickeln. Das ist jetzt erstmal vollkommen egal. Ja, so sieht das Ganze jetzt schon mal aus. Und dann wickel ich hier mal mit meinem Draht bis nach unten hinweg, also bis zu diesem Ende hier. Zack, gehe jetzt hier nochmal drumherum und gehe wieder mit dem Draht in diese Richtung entlang. Als nächstes werde ich dann den Kopf der Libelle ausformen. Ja, das kann auch ruhig so groß bleiben. Ich glaube, das sieht nachher ganz niedlich aus. Aber ich kann es jetzt auch mal an dieser Stelle zugeben, ich hatte einmal schon mal einen Probelauf gestartet. Der Gedanke mit dieser Libelle, der kam mir vor einer Woche. So, jetzt bin ich ja hier am Ende angekommen. Und jetzt wird hier ganz oft drumherum gewickelt werden. Wie bereits erwähnt, das wird der Kopf der Libelle werden. Könnt ihr den Draht auch mal ruhig so ein bisschen verfriemeln, zerknicken. Weil ohne Kopf sähe das ja ein bisschen mysteriös aus. Einfach hier mal so kreuz und quer entlang gehen. So lange, bis ihr da halt, ich sag mal, einen Kopf erkennen könnt. Dann auch immer mal den Kopf etwas ausformen von eurer zukünftigen Libelle. Könnt den Draht auch mal etwas zerknuddeln, ne? Dann halt mal wieder drumherum wickeln. Ja, das dauert auch eine kleine Weile, bis man das letzten Endes auch fertig hat. Ich denke mal, ich werde eine gute halbe Stunde dafür benötigen. Den Kopf meiner Libelle habe ich jetzt fast soweit fertig und den Bindedraht jetzt noch nicht abschneiden. Den könnt ihr jetzt erstmal, ich sag mal, beiseite legen. Und im nächsten Schritt kommt jetzt meine Drahtlichterkette hinzu. Das ist jetzt eine solarbetriebene Lichterkette und die ist jetzt in meinem Fall eigentlich viel zu lang, aber die hatten im Geschäft nur noch eine 2 Meter lange Drahtlichterkette. Kürzere gab es leider nicht, aber da muss ich halt dementsprechend öfters drumherum wickeln. Ich sag mal, eine 1 Meter lange Drahtlichterkette würde jetzt auch vollkommen ausreichen. Die sind manchmal ein bisschen, ich sag mal, zickig zum Einarbeiten. Die gehen manchmal etwas auseinander. Das ist jetzt eigentlich hier auch die meiste Arbeit, so eine 2 Meter lange Drahtlichterkette da drumherum zu friemeln. Die wird jetzt hier um den Körper drumherum gewickelt werden. Ich verfriemel das Ganze jetzt hier mal miteinander. Am Kopf möchte ich jetzt auch nachher keine Beleuchtung haben von meiner Libelle. Ja, und jetzt wickel ich mal ganz lange hier drumherum. Und dann wird auch dieser Körper im Laufe des Drumherumwickelns, jetzt geht's hier los, auch ja, mehr Form annehmen. Nach unten hin, also in diese Richtung, ich sag mal, wo das Ende der Libelle ist, oder anders gesagt, der Popo im Prinzip, da lasse ich das etwas dünner werden. Ne, so in etwa ab dieser Stelle wird dann hier der Draht mehr so ausschleichend, sag ich mal, eingearbeitet werden. Ich möchte das halt hier etwas dicker haben und nach unten hin so ein bisschen, sagen wir mal, schmaler werdend. Aber das dauert jetzt hier wirklich eine Weile. Hier guckt noch etwas Draht hervor, den knicken wir mal eben ein. Ne, dann immer hier mal so lange drumherum wickeln, ja, bis man so ziemlich mal das Ende erreicht hat. Und was wollte ich jetzt noch erzählen? Ich werde die Lichterkette jetzt auch nicht komplett drumherum einarbeiten, weil die Flügel sollen nachher auch noch mit einer Lichterkette
wie heißt das, mitgestaltet werden. Aber wie gesagt, das dauert jetzt hier eine Zeit, bis man das soweit fertig hat. Und ich werde das Ganze jetzt hier auch an dieser Stelle mal für euch beschleunigen. Im nächsten Schritt bekommt die Libelle ihre Flügel und ich wicke jetzt mit diesem rosafarbenen Bindedraht etwas nach unten hin weg, weil ich will ja die Flügel jetzt gleich nicht direkt am Kopf haben. Ja, und das ist jetzt ein bisschen, ich sag mal, ja, ein bisschen friemelig, weil die Flügel links und rechts sollen jetzt so relativ gleich groß werden. Das muss jetzt hier nicht unbedingt zu 100% sein, aber halt so in etwa, sonst sieht das Ganze nachher ein bisschen komisch aus. Ich gucke jetzt mal. Ja, auch so von der Proportion her passt aber jetzt hier schon mal in meinem Fall soweit. Wicke jetzt hier mal einmal drumherum. Die Drahtlichterkette, die ist jetzt erstmal an dieser Stelle vollkommen Wurst. So, nochmal hier einmal gucken. Verzwirbel das hier 2-3 Mal. Oder ich mache mal nur 2 Mal. Damit das nachher auch wirklich alles gut hält, ne, und nicht irgendwie auseinander geht. Kann man den Flügel auch wieder ausformen. Und dann machen wir das jetzt hier an der anderen Seite auch so. Ja, und im besten Falle, wie gesagt, einigermaßen gleich groß. Mal eben gucken. Ja, wenn man das geschafft hat, ne, dann hat man eigentlich das Schlimmste hinter sich. Wobei, was am längsten dauert, ist einfach hier diese 2 Meter lange Drahtlichterkette da drumherum wursteln. 1 Meter tut es aber dann wirklich auch. So, jetzt müssen wir eben hier selber gucken. Na, noch einen Tacken. Jetzt habe ich einen Tacken zu viel. Verzwirbel das auch mal wieder. So, mal eben schauen. Wicke jetzt auch mal mit meinem Draht hier wieder drumherum, damit es halt nicht nachher irgendwie im schlimmsten Fall verrutscht. Nochmal hier Lucky Lucky. Na. So. Was in Deutsch gerade will. Die zweiten Flügel werden jetzt etwas kleiner als die ersten beiden hier. Die mache ich jetzt direkt dahinter. Oh Gott, ich dachte gerade, mein Bindedraht hat sich hier verwurstet, aber ist noch alles in Ordnung. Ich hatte erst darüber nachgedacht, für die Flügel einen 2 mm starken Bindedraht zu verwenden, aber die Idee habe ich vorhin verworfen. Irgendwie gefiel mir das nicht so richtig. Auch wieder verzwirbeln. Ja, und jetzt kann man, wenn man möchte, mit dem farbigen Bindedraht auch mal hier nochmal so entlang wickeln, ne? Wenn man noch ein bisschen mehr Farbe halt in dem Bereich gerne haben möchte. Mache ich aber jetzt relativ nah auch mal beieinander. Sieht dann halt noch interessanter aus, ne? Kann man machen, muss man aber nicht machen. Jetzt gehe ich mit dem Draht wieder nach oben hinweg, also Richtung Kopf. Weil der könnte in meinem Fall noch ein Hauch größer sein, also der Libellenkopf, das hier. Den rosafarbenen Bindedraht schneide ich nun ab und werde den Rest hier einfach mal drumherum wickeln. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. So, ich habe den jetzt hier einfach so hineingesteckt, also das Ende von dem Bindedraht. Mal eben gucken. Ja, das passt jetzt schon mal so weit. Ja, und jetzt mit der restlichen Drahtlichterkette werde ich mal vorsichtig hier die einzelnen Flügel umwickeln. Wenn man noch zu viel übrig haben sollte von der Lichterkette, ist überhaupt kein Problem. Die könnt ihr dann noch um den Körper der Libelle drumherum wickeln. Man kann die hier auch so hin und her knicken, die Lichterkette. Oder man wickelt dann einfach nochmal um die Flügel drumherum. Je nachdem, wie viel ihr jetzt noch übrig haben solltet von eurer Lichterkette.
Meine Gartenstecker-Libelle habe ich jetzt fast soweit fertig. Ich muss mir jetzt nur noch ein bisschen hier die Flügel zurechtbiegen. Und dann braucht sie auch noch einen Stiel, damit ich sie nachher im Garten auch, ich sag mal, aufstellen kann. Das ist jetzt hier einfach so ein Holzspieß. Den hatte ich mal von irgendeinem anderen Projekt aufgehoben. Ich glaube, damals waren da die Gartenzwerge dran. Heißklebepistole habe ich auch am Start. Mache jetzt hier unterhalb der Flügel oder zwischen die Flügel auch mal ordentlich Heißkleber dran. Und halte das jetzt hier so lange fest, bis ich halt merke, jupp, der Heißkleber ist getrocknet. Und um diesen Holzstab wird jetzt auch gleich das Kabel der Lichterkette drumherum gewickelt werden. Ja, jetzt geht es hier wieder los, ne? Ich hatte auch die Lichterkette halt bis zu diesem Punkt hier zurückgeführt oder drumherum gewickelt. Aber ich muss jetzt noch mal eben einen Moment warten. Was ich mal machen könnte, ich könnte ja schon mal die Lichterkette anmachen. Aber das sieht cool aus. Vor allem, wenn das dann draußen im Garten dunkel ist. Ich werde dann nachher auch mal ein Foto dann machen. Also wenn es dunkel ist. Momentan haben wir noch Tageslicht. Das wäre jetzt mehr schlecht als recht. Doch, mir persönlich gefällt das Ganze schon mal. Solange ich jetzt hier warte. Ich hatte in meinem Probelauf, ich hoffe die Kamera wackelt jetzt nicht, eine zweite oder eine erste Libelle erstellt. Die ist jetzt auch wieder etwas anders geworden als diese hier. Mal schauen, haben wir die Lichterkette hier auch schon auf On? Nein. Sieht doch auch süß aus. Ist ein bisschen anders geworden, aber das muss ja auch nicht immer alles gleich aussehen. Ja, und hier hatte ich halt so einen grünen Bindedraht verwendet. Wir können es mal beiseite. So, ist das hier schon fest? Ja. Jetzt nehme ich hier das Ende und wickel das hier mal ganz entspannt um den Stab drumherum. Jetzt natürlich auch nicht das komplette Kabel, weil ich will diesen Solaraufsteller dann auch, ich sag mal, im Garten so relativ, ja, wie soll ich sagen, vertuscht aufstellen. Ich werde jetzt noch etwas Heißkleber auf den Holzstab auftragen, damit mir das Kabel halt im Laufe der Zeit ja nicht nach unten hin wegrutscht oder sich dann halt löst. Das soll ja auch eine ganze Weile dann halt auch draußen bleiben, die ganze Sache. Soweit kann man natürlich auch für innen erstellen, ne, oder für innen benutzen. Aber das ist jetzt eine Lichterkette für den Outdoor-Bereich. Da ist aber jetzt wirklich nur so ein Kleckschen Heißkleber drauf. Und dann warte ich jetzt wieder eine Weile, bis das halt von alleine ja, getrocknet ist. Und noch mehr werde ich jetzt an diesem Gartenstecker, so rum, nicht mehr gestalten. Aber ich glaube, der sieht ganz niedlich aus und vor allen Dingen im Dunkeln. Was ich jetzt gleich immer noch machen muss, noch mal ein bisschen die Flügel ausformen. Ich wollte halt stellenweise, dass sie noch so etwas mir zurechtknicken, ne? So wie man es halt gerne haben möchte. Und hier löst sich etwas Heißkleber. So, mal eben abfriemeln. Zack. So, ist das jetzt fest geworden? Jupp. Macht jetzt schon mal auf mich einen stabilen Eindruck. Dann gucke ich mal, ne? Oder wenn mir hier dieser Draht von der Lichterkette zu sehr abstehen sollte, einfach mal hier so zurechtbiegen, wie ihr es halt, ja, für richtig haltet. Wie üblich findet ihr alle benötigten Materialien für das Projekt auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.